Hallo, hier ist Oliver Knott und heute bepflanzen wir mal ein Aquarium, beziehungsweise ich zeige euch die Technik, wie es funktioniert, die Pflanzen richtig einzupflanzen. Generell ist es möglich, das Aquarium, wenn ihr eine Neueinrichtung macht, ohne Wasser zu bepflanzen. Das ist eigentlich sowieso besser. Die Technik, wie ich es zeige, ohne Wasser und mit Wasser ist dieselbe. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr das mit Wasser befüllt, dass ihr die Pflanzen nachher viel tiefer reinsetzt, dass die nachher nicht wieder hochkommen. Und so fangen wir jetzt einfach mal an, die Pflanzen schrittweise einzupflanzen. So, wir fangen mal an von hinten nach vorne. Wir nehmen mal Cryptocorin. Wenn die noch so lange Wurzeln haben, könnt ihr die einfach noch ein bisschen kürzen, dass die beim Einpflanzen nicht so abknicken. Und dann nehmt ihr eine Pinzette und tut die tief reinsetzen und vielleicht noch ein bisschen hochziehen. So. Dann stellen sich die Wurzeln unten auch wieder auf. So. Okay. Mit kleinen kann man das natürlich auch machen. Kleine Kryptocorine. Könnt ihr auch am Stück einsetzen, dann kriegt ihr buschige Kryptocorine. Also ihr müsst die nicht teilen. Und auch rein, hoch und gut ist es. Nächste, Stängelpflanzen. Schaut, dass ihr unten die ein bisschen säubert, dass da unten keine so viel Blätter dran sind, gerade die ersten 2-3 Zentimeter. Und kurz vorm Einsetzen meistens schneide ich sie nochmal frisch ab. Das ist wie so Schnittblumen. Und jetzt kann man die einzeln im Stängel einsetzen, vorne einsetzen und rein, richtig tief, sonst ein bisschen hochsetzen. Ihr könnt sie auch doppelt nehmen, dann kriegt ihr die Sache ein bisschen buschiger. So, ein bisschen hoch. Oder hier zum Beispiel die Microphylla ähnlich, einfach mal doppelt. Rein damit. Aufsetzerpflanzen wie die Anubias, Java-Fahne oder ähnliche befestigt ihr am besten auf so kleinen Steinen, Wurzeln oder ähnlichen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten mit einem Bindfaden, hier einen kleinen ummantelnden Draht. Dann könnt ihr die nämlich flexibel auch irgendwo hinsetzen. Ihr könnt sie mal dahin machen oder ihr könnt sie dahin machen, je nachdem wie ihr halt gerade wollt. Und die Pflanzen wachsen dann eigenständig auf den Stein drauf und ihr könnt diesen Bindfaden oder den Draht auch später entfernen, wenn ihr möchtet. So, die Königsdisziplin sind die Vordergrundpflanzen, wie die Hemianthus hier. Da haben so die meisten ein bisschen Angst davor, ob das auch klappt mit dem Einpflanzen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr macht es auf diese traditionelle Weise, das heißt, ihr nehmt die Pflanze, macht sie sauber und tut einzelne Setzlinge vorbereiten mit den Wurzeln nach oben. Dann habt ihr so 2-3 Zentimeter Setzlinge und dann könnt ihr die schön sauber reinsetzen. Lieber ein bisschen tiefer als zu weit oben. Wie gesagt, beim Befüllen oder so kann es dann schon mal vorkommen, dass vielleicht eine mal hochkommt. Und dann macht er so wie eine Art Schachbrettmuster, immer so im Abstand von 2-3 Zentimeter. Setzt er welche ein und die wachsen dann zusammen zu einem Teppich. So, rein damit. So, wem das zu viel Aufwand ist oder ein bisschen im Zeitdruck ist, der nimmt sich einen Topf und schneidet den unten so unterhalb den Wurzeln so 2-3 Zentimeter ab. Dann ist noch ein Rest der Steinwolle dran und die kann man dann einfach in so kleine Portionen schneiden. Beispiel. Da ist dann diese Steinwolle dran und das ist wie so ein kleiner Anker für die Pflanze. Das ist der Vorteil. Das heißt, die ploppt nicht so arg hoch und diese Steinwolle, die verarbeitet sich dann auch im Bodengrund später. Da braucht man keine Angst haben. Und so kann man natürlich die Geschichte etwas einfacher gestalten, wem die andere Sache ein bisschen zu aufwendig ist. So. So, und auch andere Pflanzen, wie zum Beispiel die Staurogyne und andere In-vitro-Pflanzen, lassen sich genauso einfach einpflanzen. Einfach immer schön weit runter und dann klappt es. Und rein damit. Ja? Während dem Pflanzen oder beziehungsweise danach immer schön einsprühen,
damit die nicht austrocknen, insbesondere wenn ihr noch länger braucht mit dem Bepflanzen, da könnt ihr euch dann auch ein bisschen Zeit lassen, dass das nicht alles austrocknet. Das ist also ganz wichtig, dass ihr die regelmäßig besprüht während dem Bepflanzen bzw. kurz vorm Befüllen, damit die nicht austrocknen. Jo, und dann kann es losgehen. Wasser ab.